Wir haben heute nach längerer Pause mal wieder Gelegenheit, das hochmoderne KRONE Kühlkofferwerk in Lübtheen zu besuchen. Und unsere heutige Mission ist die Klärung der Abkürzung FRC, die oben auf der Seitenwand bei der Mehrzahl der Cooliner gut sichtbar in blauen Lettern prangt. Auf einigen Boxen ist aber lediglich IR zu lesen. Und dem IR scheint etwas Entscheidendes für FRC zu fehlen. FRC ist das Tiefkühlzertifikat und attestiert, dass die Kombination aus Kühlkoffer und Kältemaschine die technischen Voraussetzungen erfüllt, um TK-Ware vorschriftsmäßig zu transportieren. Dafür verfügt der Aufbau über eine R wie Reinforced, also verstärkte Wärmedämmung. C steht für die Temperaturklasse bis minus 20 Grad Celsius. Und F bedeutet, dass im Herstellerwerk auch eine Kältemaschine eingebaut wurde. Und diese Kältemaschine hat auch die erforderliche Kälteleistung, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Und dessen können wir uns nur sicher sein, wenn wir, KRONE, eben diese Maschine auch in unserem Herstellerwerk selbst verbaut haben. Wenn der Kunde seine Kältemaschine in Eigenregie vor Ort verbauen lassen möchte, dann können wir als Hersteller nur unserem Koffer die TK-Fähigkeit attestieren und die heißt nun mal IR. Das FRC-Zertifikat hat eine Gültigkeit von 6 Jahren. Dieser Koffer hinter mir ist im Monat 11 gefertigt und muss daher auch im November 2025 zur Nachprüfung. Dabei muss die Kältemaschine in Abhängigkeit von der Außentemperatur in einer vorgegebenen Zeit, bei plus 30 Grad Celsius wären dies maximal 6 Stunden, den Innenraum des Kühlers auf minus 20 Grad Celsius runterkühlen und diese Temperatur halten können. Bei erfolgreichem Pulldown-Test wird das Zertifikat um weitere 3 Jahre verlängert. Warum ist aber überhaupt eine Nachprüfung erforderlich? Nun, nicht nur der Schaumkern der Paneele isoliert, sondern auch in starkem Maße das darin eingeschlossene Treibgas. Und dieses Treibgas hat das Bestreben, über die Jahre den Schaumkern auch wieder zu verlassen. Dies ist beim KRONE Cooliner aufgrund der quasi einteiligen Stahldeckschicht zwar deutlich erschwert, wird aber trotzdem nicht gänzlich verhindert. Alle diese Regelungen stehen im Detail in der sogenannten ATP-Gesetzgebung. ATP steht für, stark vereinfacht, Accord relativ au transport de denrées périssables, was so viel heißt wie Vereinbarungen über den Transport leicht verderblicher Lebensmittel. Der gesamte Gesetzestext ist ein mächtig dickes Brett und würde den Rahmen von KRONE TV eindeutig sprengen. Sollte sich aber der ein oder andere tatsächlich an diese Lektüre wagen und es werfen sich einige Fragen auf, nicht verzagen, Harald fragen.